Die Lockheed P-38 Lightning war ein zweimotoriger Abfangjäger, der im Zweiten Weltkrieg vor allem als Begleitjäger der Bomberverbände und als Jagdbomber eingesetzt wurde. Die unkonventionelle Konstruktion mit doppelten Leitwerksträgern war einer der Standardjäger der USAF im Zweiten Weltkrieg, vornehmlich im Pazifikkrieg. Aufgrund einer Ausschreibung von 1937 für ein Abfangjagdflugzeug, das 580 km pro Stunde in 6000 m Höhe und 465 km pro Stunde in Bodennähe fliegen sowie auf 6000 m Höhe in 6 Min steigen sollte, schuf Lockheed das Modell 22, welches aus einer Dreirumpfstruktur bestand. Es erregte damals wegen seines Designs erhebliches Aufsehen, zumal die Startmasse höher war als bei manchen Bombenflugzeugen. Links und rechts von der Pilotenkanzel waren zwei flüssigkeitsgekühlte, mit Turboladern versehene 12-Zylinder-Hubkolbenmotore angebracht. Um die Propellereffekte auszugleichen, drehten die beiden Propeller gegenläufig. Die zentrale Kapsel, in der alle Instrumente zu finden waren, wurde zunächst mit einer Kanone und 4 12,7 mm Maschinengewehren ausgerüstet. Später folgte eine stärkere 37 mm Kanone und es wurde eine zusätzliche Panzerplatte und kugelsicheres Glas angebracht, um die Sicherheit des Piloten zu verbessern. Die Propeller und die Ölkühlerklappen werden elektrisch verstellt, die Wasserkühlerklappen, Landeklappen, Querruder und Fahrwerk werden hydraulisch bedient, die Steuerung mit mechanischen Seilzügen. Der Prototyp der Lockheed 22 hieß XP-38. Er flog erstmalig am 27. Januar 1939. Nach verschiedenen Änderungen entstand das Vorserienmodell YP-38, das am 16. September 1940 erstmalig flog. In Europa wurde die P-38 zunächst als Begleitjäger für die amerikanischen Bomberverbände eingesetzt, da die anderen eingesetzten Jägertypen wie die P-40 Warhawk und die P-47 Thunderbolt nicht über die nötige Reichweite für Einsätze bis nach Deutschland verfügten. Auf dem europäischen Kriegsschauplatz war das Muster als Begleitjäger jedoch nicht erfolgreich. Im März 1940 hatte die britische Beschaffungskommission 143 Stück mit größerem Munitionsvorrat bestellt. Das US-Außenministerium verbot jedoch die Ausfuhr des Ellison-Motors, weshalb die Royal Air Force Lightning-Motore ohne Kompressor erhielten. Das Ergebnis war so schlecht, dass die Royal Air Force diese Maschinen zurückwies und stattdessen später die P-51 Mustang beschaffte. Erfolgreich war die P-38 Lightning hauptsächlich im pazifischen Raum, wo sie mehr japanische Flugzeuge abschoss, als jeder andere Jäger der USAF. Die Lightning diente später vornehmlich zur Erdkampfunterstützung und als Jagdbomber. Insgesamt wurden von 1940 bis 1945 knapp 10.000 Lockheed P-38 Lightning gebaut. Technische Daten: Besatzung 1 Pilot, Länge 11,55 m, Flügelspannweite 15,88 m, Höhe 3,00 m, Tragflügelfläche 30,42 Quadratmeter, Antrieb 2X Ellison V1710 27 mit Turbolader, Zylinder 12, Leistung je 1475 PS. Höchstgeschwindigkeit 670 km pro Stunde in 7.620 m Höhe. Größte Reichweite ca. 4100 km. Dienstgipfelhöhe 12.200 m. Leergewicht 5800 kg. Max-Startgewicht 9790 kg. Bewaffnung für 12,7 mm MGS, eine 20 mm Kanone. Bis zu 1820 kg Bomben oder 12,7 cm Raketen. Vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke einzuschalten, um weitere Inhalte zu erhalten.